Staubsaugen soll leicht sein, aber mal ehrlich, die meisten kabellosen Staubsauger nerven irgendwann. Der Akku ist leer, der Behälter voll und den ganzen Staub muss man trotzdem per Hand entsorgen. Die Naval V40-Station will genau das ändern. 220 AW Saugleistung, AW steht für Airwatts und misst, wie viel Saugkraft tatsächlich am Boden ankommt. Je höher der Wert, desto mehr Power. 220 AW ist für einen kabellosen Staubsauger richtig stark. Angetrieben wird das Ganze von einem bürstenlosen Motor mit 120.000 Umdrehungen pro Minute. Bürstenlos heißt weniger Verschleiß, leiser und langlebiger als herkömmliche Motoren. Dazu kommt eine intelligente Stauberkennung und eine Dockingstation, die den Staub automatisch entleert, bis zu 100 Tage lang, ohne dass ihr den Staub jemals anfassen müsst. Naval hat mir das Modell zum Testen zugeschickt und ich zeige euch in diesem Video, ob es hält, was es verspricht. Die Zeitstempel dienen wie immer als Inhaltsverzeichnis, falls ihr etwas überspringen möchtet. Lasst uns vorne starten. Im Paket bekommt ihr alles, was ihr braucht, um direkt loszulegen. Enthalten sind eine Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise, ein Ersatzstaubbeutel, das fällt direkt positiv auf, 2 Akkupacks, eine motorisierte Minibürste, perfekt für Polster, Matratzen und Bettwäsche. Diese weiche Staubbürste, für Ecken, Oberflächen, Tastaturen und Autoinnenräume. Die Fugendüse, passt in jede Ritze, ist vorne durch einen Gummi geschützt und kann verlängert werden. Dazu die Verlängerungsstange. Diese ist höhenverstellbar, damit ihr auch hohe Stellen und Decken erreicht. Die Länge lässt sich an die eigene Körpergröße anpassen, ergonomisch und durchdacht. Das Herzstück ist das Staubsaugerhauptgerät mit integriertem Staubsammelbehälter. Die Hauptbürste, euer Allrounder für alle Böden. Sie hat eine weiche Bürste, ein Anti-Verwicklungsdesign und LED-Bürstenlicht. Funktioniert auf Hartboden und Teppich. Und zu guter Letzt die Autoentleerungs-Dockingstation. 2 Akkus im Lieferumfang ist bei kabellosen Staubsaugern wirklich nicht selbstverständlich. Dazu 5 verschiedene Zubehörteile für praktisch jede Reinigungssituation. Der Lieferumfang ist hier wirklich vollständig. Der Aufbau ist denkbar einfach. Die Station wird eingesteckt und aufgestellt, kein Schrauben, kein komplizierter Zusammenbau. Unter der Station habt ihr die Möglichkeit, das Stromkabel aufzuwickeln und entweder links oder rechts hinten aus dem Fuß laufen zu lassen, je nachdem, wo sich eure Steckdose befindet. Verlängerungsstange auf das Hauptgerät stecken, Hauptbürste dran und das war's schon. Das Stecksystem funktioniert sauber, die Aufsätze rasten spürbar ein. Was mir direkt gut gefällt, alle Zubehörteile lassen sich in der integrierten Aufbewahrung der Station verstauen. Alles bleibt organisiert, verborgen und staubfrei. Saubere Aufbewahrung und ein ordentlicher Look. Das ist mir persönlich wichtig. Hier seht ihr meinen aktuellen Akkustaubsauger im Vergleich. Ohne ein Modell schlecht reden zu wollen, sieht man hier direkt den Unterschied. Bei der Naval V40 verschwindet alles in der Station und ist deutlich aufgeräumter. Jetzt wird's spannend, was kann die V40-Station wirklich? Im ersten Test sauge ich groben Dreck von Reitstiefeln auf. Man muss sich etwas daran gewöhnen, die Geschwindigkeit vorne einzustellen. Bei vergangenen Modellen habe ich über die Taste am Zeigefinger durch kurzes Antippen in eine höhere Saugstufe geschaltet. Hier schaltet sich das Gerät ab. Daran muss man sich einfach gewöhnen.
Hier sieht man direkt, wie zuverlässig alles aufgenommen wird. Mit der motorisierten Minibürste kann man Möbel sehr effizient reinigen. Sie entfernt effizient Milben und Hautschuppen von Polstern, Matratzen und Bettwäsche. Hier spürt man wirklich die konzentrierte Saugleistung des Geräts. Auf dem Schrank habe ich auch etwas Dreck platziert und hier soll der Bürstenaufsatz Abhilfe schaffen. Hier könnt ihr die Bürste nach vorne schieben. Damit könnt ihr super auf empfindlicheren Oberflächen saugen. Aufsatz drauf, Dreck weg. Schnell und gründlich. Mit der Fugenbürste kommt ihr an Decken oder schwer erreichbare Stellen. Diese eignet sich sehr gut für gezieltes Saugen. Selbst Spinnweben in der Ecke oder unter dem Sofa, kein Problem. Auch in der Küche macht die V40-Station kurzen Prozess. Krümel, Mehl, was auch immer anfällt. Hier wurde leider der Fokus der Kamera nicht richtig gesetzt, aber man erkennt trotzdem die starke Saugkraft. Der Staubbehälter am Hauptgerät fasst 0,6 Liter. Das klingt erstmal nicht riesig, aber genau hier kommt die Station ins Spiel. Sobald ihr den Staubsauger in die Dockingstation einsetzt, wird der Behälter automatisch entleert. Berührungslos, mit über 97% Effizienz. Die Station nutzt dafür einen eigenen 1000 Watt Motor mit bis zu 45.000 Umdrehungen pro Minute. In 3 Schritten, Vorabsaugung, Auflockern und Tiefensaugung, wird der Behälter vollständig geleert. Was heißt das? Erst wird der lose Staub abgesaugt, dann wird mit pulsierender Luft der festsitzende Schmutz gelöst und am Ende nochmal alles gründlich rausgeholt. Dadurch erreicht die Station über 97% Effizienz. Es bleibt also fast nichts im Behälter zurück. Ihr könnt die automatische Absaugung auch deaktivieren, indem ihr die Power-Taste gedrückt haltet. Die Farbe Weiß bedeutet, dass sie nicht absaugt. Solltet ihr die Absaugung unterbrechen wollen, geht das auch über einen Druck auf die Power-Taste an der Station. Der Staub landet in einem 3 Liter Antibakterien-Staubbeutel. Antibakteriell heißt, das Material des Beutels hemmt aktiv das Wachstum von Bakterien mit 99% Wirksamkeit. Dadurch bleibt der Beutel bis zu 100 Tage geruchsfrei, obwohl Staub und Schmutz drin sind. Beim Wechsel wird der Beutel automatisch versiegelt. Ihr fasst den Staub nie an. Komplett hygienisch. Und der Wechsel selbst? Super einfach. Fach öffnen, alten Beutel raus, neuen rein, fertig. Die V40-Station kommt mit einem Dual-Akkusystem. Ihr bekommt 2 Akkus mit jeweils 2500 mAh. Milliampere-Stunden gibt an, wie viel Energie der Akku speichern kann. Je höher, desto länger läuft er. Die Akkus sind wechselbar. Einfach einen rausnehmen, den anderen reinstecken. Beide Akkus laden sich automatisch in der Dockingstation auf, allerdings immer nacheinander. Bevorzugt wird der eingesteckte Akku am Staubsauger und sobald er fertig ist, lädt der andere im separaten Fach weiter. Jetzt habe ich den Akku auf allen 5 Leistungsstufen mit der motorisierten Hauptbürste getestet und gemessen, wie lange ein Akku jeweils durchhält.
Hier seht ihr die Ergebnisse. Auf der niedrigsten Stufe sind es knapp 46 Minuten. Auf Stufe 2 sind es knapp 22 Minuten Laufzeit. Auf Stufe 3 schafft er etwas über 12 Minuten. Auf Stufe 4 immerhin noch über 9 Minuten. Und auf der höchsten Turbostufe schafft er auch noch 8 Minuten 30. Je höher die Stufe, desto kürzer natürlich die Laufzeit. Für den normalen Hausgebrauch kommt ihr mit einem Akku locker durch eine komplette Reinigung. Und mit dem zweiten Akku seid ihr auf der sicheren Seite. Die V40-Station hat ein 9-stufiges Filtrationssystem. 5 Stufen im Hauptgerät und 4 Stufen in der Dockingstation. H13 ist dabei eine der höchsten Klassen und bedeutet, dass 99,97% aller Partikel bis zu 0,3 Mikrometer gefiltert werden. Ein Mikrometer ist ein Tausendstel Millimeter, wir reden hier also von winzigen Partikeln wie Pollen, Milben oder Bakterien. Sowohl im Sauger als auch in der Station wird die Luft auf diesem Niveau gefiltert. Im Hauptgerät durchläuft die Luft 5 Stufen: Staubbehälterfiltration, Staubflussleitung gegen Rückfluss, Metallgitterfilter für große Partikel, Lufteinlassfiltration und am Ende der H13 HEPA-Filter. In der Dockingstation dann nochmal 4 Stufen. Zyklonfiltration, das heißt die Luft wird in einen Wirbel versetzt, sodass schwere Partikel nach außen geschleudert und von der Luft getrennt werden. Dann der antibakterielle Staubbeutel, ein Schaumstofffilter und nochmal ein H13 HEPA-Filter. Das Ergebnis: 99,97% aller Partikel bis zu 0,3 Mikrometer werden gefiltert. Zur Einordnung: Hausstaubmilben und Schimmelsporen liegen zwischen 1 und 100 Mikrometer, Bakterien zwischen 0,3 und 10 Mikrometer. Der Filter fängt also praktisch alles ab, was Allergien auslösen kann. Wer unter Heuschnupfen, Hausstauballergie oder Asthma leidet, profitiert hier enorm. Das LED-Display am Hauptgerät zeigt euch die wichtigsten Informationen an: Akkuladestand, aktuelle Leistungsstufe und den Betriebsmodus. Übersichtlich und gut ablesbar. Kommen wir zu meinem Fazit. Die Naval V40-Station hat mich im Test wirklich überzeugt. Und ich sage euch auch warum. Das Dual-Akkusystem hebt die Station von vielen Konkurrenten ab. Für mich persönlich ist die automatische Staubentleerung das größte Highlight. Das 9-stufige Filtrationssystem macht die V40-Station besonders für Allergiker interessant. Und der wiederverwendbare Filter spart langfristig Geld. Die 5 Aufsätze decken jede Reinigungssituation ab und verschwinden ordentlich in der Station. Die Wendigkeit und das geringe Gewicht machen das Saugen angenehm. Und die Verarbeitungsqualität hat mich vom Auspacken bis zum letzten Test überzeugt. Die 6 LEDs vorne an der Hauptbürste machen den Schmutz im Dunkeln sehr gut sichtbar. Die Wendigkeit und Bedienung ist sehr angenehm. Wenn man das Handgelenk ohne viel Kraftaufwand in eine Richtung dreht, dreht sich die Bürste parallel mit. Das macht das Handling sehr intuitiv und man kommt wirklich gut durch verwinkelte Stellen. Mein Verbesserungsvorschlag wäre eine Abschaltbarkeit der Display-LEDs beim Laden. Diese blinkt dauerhaft, kann aber durch den Akkuwechsel vor dem Absaugen vermieden werden. Dadurch wird der leere Akku in dem Ladefach geladen und das Display bleibt aus. Gerade wenn man die Station im Sichtbereich platziert, kann das Blinken sonst stören. Naval hat immer mal wieder aktive Gutscheincodes. Diese findet ihr in der Videobeschreibung neben den verfügbaren Shops verlinkt. Ich versuche sie immer up to date zu halten. Für den Preis bekommt ihr insgesamt ein sehr faires Gesamtpaket. Falls ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare und lasst gerne eine Bewertung als Feedback da. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Alles Gute!